Die Frankfurter Buchmesse kann in diesem Jahr natürlich nicht wie gewohnt stattfinden. Wir möchten aber trotzdem über Literatur sprechen, und zwar mit der Autorin Ronja Ottmann. Sie hat den Publikumspreis beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb gewonnen und hat kürzlich mit ihrem Buch Die Sommer debütiert. Herzlich willkommen, Ronja, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ich habe ja gerade schon den Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb angesprochen, bei dem du den Text 74 gelesen hast, der genau wie dein neuer Roman auch den Völkermord an den Isidinnen thematisiert. Da gab es eine Kontroverse innerhalb der Jury, weil eben Teile der Jury meinten, sie können diesen Text nicht bewerten, weil er eben diese Grausamkeit eines Genozids zeigt. Ein anderer Kritikpunkt war, und über den können wir vielleicht besser sprechen, dass es sich um einen journalistischen Text handelt. Du warst mit dieser Einordnung nicht so richtig zufrieden, weil sie dich einfach stark aus der Literatur ausschließt oder deinen Text aus der Literatur ausschließt. Und du hast zum Beispiel in einem Interview mit Deutschlandfunk Kultur dein Schreiben als ein aktivistisches, literarisches Schreiben beschrieben. Kannst du noch mal erklären, was du mit dem Begriff genau meinst? Also vielleicht würde ich heute nicht mehr sagen aktivistisch, literarisch, weil im Aktivistischen ja etwas ist, das man erreichen will, sondern eher politisch, und weil das vielleicht ein bisschen die Bewegung war, die ich beim Schreiben so gemacht habe. Also ich habe ihn ja nicht fiktiv geschrieben, weil ich ihn nicht als fiktiven Text schreiben konnte, weil ich ja selber 4 Jahre nach dem Genozid dort war und in den Camps zum Beispiel gewesen bin und bei meiner Familie mit Überlebenden gesprochen habe und gemerkt habe, diese Realität von einem Völkermord kann nicht fiktionalisiert werden und kann auch nicht als, also ich kann die nur dokumentarisch schreiben, ich kann nur mit so einer Bewegung den zu schreiben, also wie etwas verstehen zu wollen, was eigentlich nicht zu verstehen ist. Ich finde, dass genau solche Themen wie Genozid gerade da es auch Teil deutscher Geschichte ist, weil auch sehr viele Jesiden in Deutschland leben und auch die teilweise Täter aus Deutschland kommen, auch Teil der deutschen Literatur sein muss. Ja, auf jeden Fall. Also auch als ein Phänomen eigentlich unserer Gegenwart. Ja. Trifft es auch auf deinen Text Die Sommer zu? Also ursprünglich hatte ich sogar mal vor, darüber eine Reportage zu machen und bin daran aber gescheitert, weil auch das journalistische Handwerkszeug irgendwie für mich nicht ausgereicht hat. Über die Sprache bin ich dann dahin gegangen, nicht über diese verschiedenen Handwerksdinge, die man zum Beispiel beim journalistischen Schreiben lernt. Also diesmal habe ich eine literarische Figur, Leila, und im Gegensatz zum Text 74 waren das keine literarischen Figuren, sondern es waren Menschen, die es wirklich gibt, die dort abgebildet waren. Es geht weniger um das Verstehen, also auch, natürlich werden auch Fragen gestellt, aber es ist nicht die Sprachlosigkeit im Vordergrund praktisch, sondern eher das Erzählen die Erinnerung und wie man erzählt, wenn man etwas verloren hat zum Beispiel. Als Motivation für dein Schreiben hast du immer wieder die Zeuginnenschaft angeführt. Und gleichzeitig sind wir aber im Roman dann doch mit einer unzuverlässigen Erzählerin konfrontiert. Beispielsweise erfahren wir von der Erzählerin, dass Leilas Vater Leila eine Geschichte erzählt, und erst viel später verstehen wir dann, als Leila in einer Bibliothek ist, dass der Vater diese Geschichte nicht erlebt haben kann, weil sie sich eben vor seiner Geburt ereignet hat. Wie wirken die zusammen, also diese authentifizierende Zeuginnenschaft und die unzuverlässige Erzählerin? Genau, also beim Text 74 habe ich so als Zeugin praktisch auch geschrieben, weil ich ja wirklich Zeugin geworden bin von dem, was nach einem Völkermord übrig geblieben ist im Irak, und weil ich mit dem konfrontiert wurde, und das hat dann auch für mich dazu geführt, dass ich nicht Fiktion schreiben konnte über den Genozid. Und beim Roman würde ich sagen jetzt, dass es da dass es weniger da um Zeuginnenschaft geht, und deswegen ist der auch fiktiv in größten Teilen. Es gibt eine literarische Figur und es geht mehr ums Erzählen, um Erinnerung, und und deswegen weniger um die Zeuginnenschaft. Du hast jetzt gerade deine persönliche Erinnerung, dein persönliches Erzählen bereits genannt. Es fällt jetzt auf, dass es schon gewisse biografische Nähen gibt zwischen Leila, der Hauptfigur, und deiner eigenen Biografie. Ich habe da jetzt direkt an den Begriff der Autofiktion gedacht, der ja so seit der Jahrtausendwende sehr präsent ist, auch mit Autoren wie Annie Ernaux, Sascha Stanisic und
vielleicht auch Eribon im weitesten Sinne. Wie verhält sich da so das Politische, also dieses starke politische Moment, das du auch als Motivation beschreibst, zu der Methode der Autofiktion? Ja, es ist witzig, dass du diese 3 AutorInnen nennst, weil mag ich auch sehr gerne oder lese ich sehr gerne. Ja, also man könnte das vielleicht als Autofiktion betrachten. Ich brauchte zum Beispiel eine Stadt, in der Leila irgendwie lebt, und dann war für mich naheliegend, also weil die Geschichte das verlangt hat, war für mich natürlich naheliegend, dass ich Leipzig nehme, weil ich Leipzig gut kenne und weil was natürlich für Schreiben einfacher ist und ich mich dann auf die Sachen konzentrieren kann, die für mich wichtig sind, also wie die Geschichte erzählt wird und genau, und die Fiktion einem aber trotzdem so viel Freiraum lässt. Also bei Leila zum Beispiel wollte ich nicht über mich schreiben, also sie hat vielleicht so, sie könnte so wie eine Schwester von mir sein, aber mich haben dann schon so andere Dinge interessiert, so an ihrem Leben. Warum fällt sie die Entscheidung, die sie am Ende fällt? Gibt es dafür eine Erklärung? Wie viele Erklärungen gibt es? Wie wirkt sich zum Beispiel die Biografie von ihrem Vater, sein Leben und was er erzählt auf ihre Entscheidung und ihr Leben dann wiederum aus? Solche Dinge, genau. Und dann wollte ich politisch natürlich die Dinge, die außenrum passieren, wie, keine Ahnung, es ist ja von dem Genozid an den ArmenierInnen die Rede, oder es kommt 2004 wie so ein Massaker vor in Qamishli, im syrischen Qamishli vom Assad-Regime. Und das sind natürlich alles Dinge, die ja wirklich passiert sind. Genau. Also da habe ich dann schon so einen Faktenanspruch. Du hast jetzt gerade auch persönliche Elemente angesprochen, die in der Erzählung vorkommen. Ein Motiv, das sehr stark ist, ist der Verrat. In deinem Roman gibt es jetzt zum Beispiel diese Figur Onkel Hussein, bei dem immer nicht so ganz klar ist, hat er den Vater an das Regime verraten. Dann gibt es die Cousine, die Leila sagt, deine Mutter ist eine Spionin. Und es gibt eben den Lehrer, der eine sehr perfide Technik entwickelt, um die Kinder zu bestrafen und die Kinder dazu zu drängen, sich gegenseitig zu verraten, wenn sie Kurdisch sprechen. Er sagt dann so, ich gebe dir jetzt einen Stift und wenn ein anderes Kind Kurdisch spricht, dann gibst du den Stift weiter. Und so kann er quasi verfolgen, welche Kinder die verbotene Sprache in seiner Schule gesprochen haben. Reflektierst du mit diesem wiederkehrenden Phänomen eigentlich nur den Verrat oder kritisierst du den Begriff des Verrats auch? Also Verrat hat natürlich verschiedene Gründe. Also zum Beispiel, man kann ja unter Folter verraten oder manchmal verrät man unter Folter. Das ist ja auch Dinge, die nicht, auch vor im Buch, die man nicht getan hat zum Beispiel. Das ist natürlich ein anderer Verrat. Man kann verraten, also bei dem Onkel Hussein ist ja die Frage, ob er es für Geld gemacht hat, weil seine Familie arm ist. Das syrische Regime baut ja auch auf Verrat auf. Also es ist ja es hält sich ja durch Verrat am Leben und macht halt Opfern wieder zu unfreiwilligen Tätern zum Beispiel, wenn sie unter Folter irgendwie einen Namen verraten. Das ist ja in diesen Gefängnissituationen im Buch sehr, sehr stark rausgearbeitet, dass auch der Vater versteht, dass dieser Verrat eigentlich inszeniert ist und dass es wiederum eine Technik der Unterdrückung eigentlich ist. Der Verrat ist ja zum Beispiel im syrischen Regime ja ist wie so ein Herrschaftsinstrument, um die Leute zu spalten, um auch die Macht zu erhalten. Also das lernt man auch, wenn man nach Syrien fährt und nicht unbedingt mit diesem Regime einverstanden ist, dass man niemandem trauen kann, dass potenziell jeder einen verraten kann. Genau, das ist die erste Lektion, die man eigentlich lernt. Ich fand es sehr interessant, dass eine Figur im Buch, du hast es gerade auch gesagt, das ist eine Methode der Diktatur, dieser inszenierte Verrat oder diese Unsicherheit, wird man verraten oder nicht. Ich fand es sehr interessant, dass der Vater das im Buch auch versteht, also dass ihm klar ist, dass wenn er so misstrauisch ist, dass er dann eigentlich auch so das Spiel irgendwie mitspielt, aber dass es auch keine Möglichkeit gibt zu entkommen. Verrat spielt ja auch in vielen anderen Autofiktionen eine große Rolle, beispielsweise bei Annie Ernaux. Sie stellt ihrem Buch La Place zum Beispiel ein Zitat von Jean Genet voran. Das lautet, Schreiben ist die letzte Zuflucht, weil man verraten hat. Kannst du so diesem Transfer zustimmen? Ich weiß nicht, ob man jetzt den Verrat, den sie meint, so 1:1 auf den, von dem ich spreche, also darauf anwenden kann. Zur Erklärung, das ist ein Klassenverrat, den sie beschreibt. Genau, und es ist ja in dem Buch, also vielleicht dieses Buch
also mir auch beim Schreiben manchmal ein bisschen vorkam wie ein Verrat, ein bisschen. Also weil, obwohl es mir darum ging, diesen Verrat zu verstehen, aber zum Beispiel die Figur des Onkel Hussein, weil natürlich gab es, man muss dazu sagen, Jesiden, Kurden wurden vom Assad-Regime ja staatenlos gemacht, also man hat ihnen die Staatsbürgerschaft weggenommen, das heißt, es waren Bürger zweiter Klasse und trotzdem gab es immer wieder, also und das Assad-Regime hat zum Beispiel Kurden enteignet und so weiter und Jesiden und trotzdem gab es immer wieder Kurdinnen und Jesiden, die mit dem Regime kooperiert haben, sonst hätte sie sich natürlich auch nicht halten können. Zum Beispiel gab es auch in der Geheimdienstzentrale Kurden, die Kurden dort gearbeitet haben. Und dort wurde zum Beispiel auch gefoltert und so. Und es hat sich auch ein bisschen, also beim Schreiben natürlich über diese Sachen davon zu erzählen, fühlt sich ja, obwohl ich, also wie als würde ich diese Leute, die in dieser Zwangssituation sich befanden haben, ja auch ein bisschen verraten. Aber so, genau, aber andererseits ist halt, glaube ich, so in der Diktatur kann man sich das nicht leisten, darüber zu sprechen, in der Literatur dann wieder schon. Ist die Voraussetzung für diese Form des Verrats, dass man zwei voneinander getrennte Welten hat, also möglicherweise so eine geschlossene Gruppe der Isidinnen und eine Öffentlichkeit? Ich meine, dein Buch ist jetzt auch auf Deutsch erschienen, du richtest dich also tatsächlich ja eigentlich überwiegend dann an Leute, die den Völkermord jetzt nicht selbst miterlebt haben, die nicht selber so eine Art Zeuginnenschaft vorweisen können? Also ich glaube nicht, dass an diese zwei geschlossenen, voneinander abgetrennten Kulturen und Gruppen, was ich oft schwierig finde, dass wenn das also jetzt bei Leyla auch, dass man das als Zerrissenheit irgendwie deutet. Also wenn Leute halt einfach zwischen verschiedenen kulturellen Bezügen sich so bewegen und es ja auch nicht, dass sowas wie so eine abgeschlossene Kultur gibt, sondern das ist ja auch, also ich denke nicht, dass es sowas wie abgeschlossene in sich, also das ist ja auch ein rechter Gedanke eigentlich. Ja, das ist auch dieser Kulturkreisbegriff, genau, oder? Der genau. das irgendwie so abzirkeln will. Genau, ja. Und eher interessiert mich natürlich so, was macht zum Beispiel Diktatur, was macht Flucht, Verfolgung mit Menschen und was erzählen sie dann in der nächsten Generation und wie trägt sich das so fort in der Familie? Das sind vielleicht so auch überlebende Figuren in diesen Texten, ja. Es gab auch einige sehr interessante Motive, die mit dieser Konstruktion der zwei Welten spielen, aber auch schon so ein bisschen darauf hinweisen, dass es nicht so richtig funktioniert. Beispielsweise diese Kiste mit den Haarspangen. Leyla bekommt im Dorf ihres Vaters halt sehr viele Haarspangen geschenkt, so opulenten Schmuck sozusagen, der aber häufig dann, wie sie auch schreibt, irgendwie so aus Plastik ist. Und sie bewahrt die halt in Deutschland dann aber einfach in so einer Schachtel in ihrem Schrank auf und kann die eigentlich nur tragen, wenn sie alleine zu Hause liest. Ein anderes Beispiel wäre jetzt so die Großmutter, die halt im hohen Alter nach Deutschland kommt und dann zwar unter Problemen, also die immer wieder denkt, sie geht jetzt nur schnell in ihr Dorf zurück, aber die dann eben auch hier lebt und die dann entgegen der Erwartung des Vaters dann auch hier stirbt. Und am Ende gibt es dann auch nochmal so diese Liebesgeschichte, die Leyla mit einer anderen Frau hat, die in der Familie nicht denkbar ist, aber die ja gleichzeitig existiert und Leyla als Figur vielleicht auch als eine hybride Figur schreibt. Wie spielst du da auch damit, dass es so eine Form des Otherings gibt, die aber eigentlich inszeniert scheitert? Also ein bisschen, ja, ich glaube, ein bisschen ist es so diese komplexe Lebensrealität. Natürlich wird Leyla als was anders wahrgenommen und sie irritiert, aber sie wird sowohl im Dorf, in dem kurdischen Dorf, als wie so dazugehörig, aber dann doch nicht und sowohl auch in Deutschland als dazugehörig, aber dann doch nicht irgendwie wahrgenommen. Und ich glaube, dass es nochmal so wie so eine Außenwahrnehmung gibt und wie so natürlich sie selber dann wahrnimmt und das kann sich ja auch noch wandeln. Und auf jeden Fall, mir war so wichtig halt dieses ganze Hybride, dieses Switchen auch, was man ja, also was viele Leute ja lernen, wenn sie in verschiedenen kulturellen Bezügen aufwachsen, dass man dann einfach ganz automatisch switcht, manchmal Fehler macht. So, und das wird dann aber auch wieder, weil man so diese Switcher-Position hat, irgendwie so toleriert. Also es ist so ein bisschen, ja, genau, so ein bisschen von dieser Komplexität wollte ich erzählen. Mich würde jetzt interessieren, welche Stimmen meinst du, die irgendwie diese
diese Switcher-Position, die du gerade beschrieben hast, besprechen, sind besonders lesenswert? Ich finde Caro Staha zum Beispiel, Herta Müller, so eine Autorin, die zum Beispiel über Beschädigung in der Literatur viel schreibt. Mustafa Khalifa zum Beispiel, so ein syrischer Autor, der lange in Assad-Gefängnissen saß. Er erzählt, und es wurde jetzt endlich auf Deutsch übersetzt und ist in Syrien ein Buch, was heimlich gelesen wird. Er erzählt von einem syrischen Gefängnis und von Überleben danach praktisch. Das heißt, das Schneckenhaus. Also ich habe verschiedenste Geneuch, die für mich jetzt wichtig sind. Der Buch hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass das Thema des Völkermords an den Jesidinnen nicht nur in den Nachrichten, sondern eben auch auf einer literarischen Ebene eine Sichtbarkeit bekommen hat. Vielen, vielen Dank dafür und vielen Dank, dass du heute mit uns über das Thema gesprochen hast. Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch Ihnen fürs Zuschauen. Weitere Informationen zur Literatur finden Sie auf unserer Website goethe.de/rosinenpicker und goethe.de/literatur und natürlich auf unseren Social-Media-Kanälen.